Hallo, wie stark kannibalisieren sich zwei Standorte und welche Auswirkungen hat diese Kannibalisierung auf ein Standortpotenzial? Wie man das genau analysiert, zeige ich in den nächsten Minuten. Mein Name ist Andreas Maat und ich bin Leiter der Serviceabteilung der Wikigis in Wien. Ich habe hier schon einmal ein QGIS-Projekt vorbereitet. Wir haben hier zwei Standorte, Standort 1 und Standort 2. Außerdem habe ich Einzugsgebiete berechnet. Wir sehen hier in Blau das 7 Fahrminuten Einzugsgebiet für Standort 1 und in Orange das 7-minütige Einzugsgebiet für Standort 2. Klar ersichtlich die Bereiche, die exklusiv versorgt werden und die Bereiche, die sich überlagern, wo sich die beiden Standorte also kannibalisieren. Nun möchte ich konkret wissen, wie viele Einwohner sind denn jeweils davon betroffen. Dazu habe ich als Potentiallayer die 100 mal 100 Meter Raster mit inkludiert. Ich klicke einmal auf eine Rasterzelle. Für jede Rasterzelle hat man die Information, wie viele Einwohner mit Hauptwohnsitz in dieser Rasterzelle leben. Nun möchte ich das gern miteinander verschneiden und analysieren. Zu diesem Zweck hat die Wikigis die Überlagerungsanalyse programmiert. Ich klicke hier auf Überlagerungsanalyse und es öffnet sich das Fenster. Ich kann nun den Analyselayer mit den Überlagerungen angeben. Das sind meine Einzugsgebiete 7 Fahrminuten und den Potentiallayer, aus dem die Potentiale berechnet werden sollen. Mein 100 mal 100 Meter Raster. Und nun konkret, welche der Spalten in der Rasterzelle aufsummiert werden sollen. Das sind die Einwohner. Klicke auf OK und starte die Berechnung. Nun werden die Daten miteinander verschnitten, genauer analysiert und ich bekomme für jedes Einzugsgebiet genauere Informationen. Dazu klicke ich mal auf das Einzugsgebiet für Standort 1 und ich sehe, ich habe in diesem Einzugsgebiet 49.203 Einwohner. Ich habe eine Überlagerung. Ich habe 74% exklusive Fläche und 25% nicht exklusive Fläche. Und ich habe gewichtetes Einwohnerpotenzial von 44.600. Was heißt das? Das heißt, alle Einwohner in der exklusiven Fläche zählen voll, alle Einwohner in der kannibalisierten Fläche zählen nur zu 50%. Das ergibt also ein reduziertes Potenzial um 5.000 Einwohner weniger. Das sind 81% der gesamten Einwohner, die im exklusiven Bereich liegen und 18% der Einwohner in dem Einzugsgebiet liegen in dem kannibalisierten Bereich. Diese Informationen kann ich natürlich auch für das Einzugsgebiet von Standort 2 mir anschauen. So, das war's auch schon. So kann man unkompliziert in QGIS die Kannibalisierung genauer analysieren. Mehr Informationen oder weitere Videos finden Sie im Wikigis-Kanal. Klicken Sie einfach rein und schauen Sie sich die Videos dazu an. Servus!